Liebe Kinder, gebt gut Acht, ich habe euch etwas mitgebracht. Wir leben von der Aktualität für diese Show, aber das ist so wenig passiert am Wochenende, dass ich hätte genauso gut das Schild außer Betrieb eine halbe Stunde um meinem Hals hängen haben, gekönnt, gehabt, haben, haben. Aber wenig Nachrichten, gut für die Welt, schlecht für uns, aber dafür haben unsere Zuschauer, die schicken jetzt dauernd Nachrichten. Und nun sind die natürlich nicht alle geeignet für unsere Show. Ich meine, ich habe hier eine, das ist unmöglich. Bodo L. aus Köln schreibt, ich schlage folgende Nachricht vor. Am 31. Dezember 1981 wird die gesamte Bundesregierung zurücktreten, weil an dem Tag das Jahr der Behinderte zu Ende geht. Ja, nee. Ja, Sie lachen, aber es ist nichts fürs Fernsehen. Wir machen das nicht. Nee. Wilhelm Neusel aus Warendorf. Auf der letzten Berliner Funkausstellung wurde ein neues Gerät vorgestellt, das Fernsehgeräte automatisch abschaltet, wenn eine Sendung langweilig wird. Dankeschön. Hallo, sind Sie noch da? Ja. Bitte mal wieder Licht an, bitte. Ah, so ist besser, ja. So, was haben wir noch mehr? Hier schreibt Hannes H. aus Niederkassel. Liebe Herr Karel, in Ihrer letzten Show haben Sie Araber veralbert. Aber seien Sie vorsichtig, Sie wissen, wie Araber bestrafen. Wenn Sie etwas klauen, wird Ihnen die Hand abgehackt. Wenn Sie einen Polizisten treten, wird Ihnen der Fuß abgehackt. Wenn Sie vor Gericht lügen, wird Ihnen die Zunge abgehackt. Na, da gehe ich lieber nie in ein Harem. So, und wir wollen jetzt... Entschuldigen Sie bitte, wie komme ich hier am schnellsten zur Weser? Was möchten Sie um diese Zeit an der Weser? Mich hineinstürzen. Aber um Gottes Willen, warum? Ach, ich habe die Hoffnung aufgegeben. Wissen Sie, ich bin Sängerin. Ich war schon bei allen Sendern, nur weil ich einmal im Fernsehen, in einer Fernsehshow was singen wollte. Alle haben sie mich abgewiesen, sogar die hohen Herren von oben, von hier oben. Jetzt mache ich Schluss, ich mache Schluss. Ja, was ist... Warum? Ich meine, wir können gut ein Liedchen gebrauchen in unserer Show. Wir haben keine Musik, dann ist es doch prima für uns. Und außerdem gebe ich junge Talente immer eine Chance. Bitte, junge Frau, singen Sie. Ja. Flieg nicht so hoch, mein junger Freund. Flieg nicht so hoch. Also, wenn Sie aus dem Studio kommen, dann gehen Sie links runter, immer geradeaus und dann kommen Sie an die Weser. Ja? So, und wo ist Dieter, wo bist du? Hier, Rudi, hier. Was hier machst du da? Du, ich bereite gerade einen Kommentar vor über den Krieg zwischen Irak und Iran, der nun schon seit einem Jahr unverändert stattfindet. Ja, und wie geht dieser Kommentar? Pass mal auf. Als bei Beginn des Krieges die Truppen des Irak in das Land einfielen, stießen sie ungefähr bis zu dieser Linie vor. Im Gegenschlag nun kamen die Truppen des Iran bis zu dieser Linie. Und nun behaupten beide Länder, dass sie dieses ganze Gebiet besetzt halten. Das Einzige, worauf wir jetzt noch mit Spannung warten, ist, dass die Buchstaben vertauscht werden. Hey, Klaus, das haben wir jetzt vom Sender gekriegt, eine Videokamera und Kassettenrekorder, können wir selbst unsere Aufzeichnungen machen. Das ist doch toll. Das ist doch fundig. Du Rudi, hör mal, ich habe mich noch nie selbst im Fernsehen gesehen. Kannst du nicht mal eine Aufnahme von mir machen? Selbstverständlich. Hier, stell dich mal gut hin, dann mache ich eben eine Aufnahme. Warte. So, sag mal etwas.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Rudis Tagesshow. Ja, okay, wollen wir das mal eben anschauen. So, und hier, mal gucken. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Rudis Tagesshow. Na, Moment mal. Und das, was soll das denn? Das bin ich doch nicht. Selbstverständlich bist du, dass wir so Saison sind. Ach, was komm, ich habe zum Beispiel viel kürzere Haare. Was? Machen wir noch eine Aufnahme. Pass auf, machen wir noch eine Aufnahme. So, sag mal wieder was. Also, wenn ich das wirklich war da auf dem Bildschirm, dann lasse ich mir morgen meinen Bart abnehmen. Okay, mal angucken. Warte eben. Pass auf, da guckt's. Wenn ich das wirklich war, da auf dem Bildschirm, dann lasse ich mir morgen den Bart abnehmen. Komm, Alter, das gibt's doch gar nicht. Da ist doch irgendwas falsch an dem Ding. Komm, Rudi, komm. Stell du dich mal hier. Das wollen wir doch mal sehen. Ja, ist gut. Okay. Also. Hey, weißt du, was ich bei der letzten Show eine Sehbeteiligung hatte von 34%? Noch nicht. Hey, 34%. So, jetzt. War das etwa nicht? War das etwa nicht? So, jetzt warte. Jetzt wollen wir sehen, was dabei rauskommt. War das etwa nicht? War das etwa nicht? So, jetzt wollen wir mal loslegen mit den Nachrichten. Wie spät ist? Ja, wir müssen uns beeilen, sonst verpassen wir noch den letzten Bus. Entschuldigen Sie bitte, wann fährt der letzte Bus? Am 14. Februar morgens um 9:30 Uhr. Guten Abend, meine Damen und Herren. London. Erfreuliche Ereignisse warfen in der vergangenen Woche ihre Schatten voraus. Als Prinz Charles am Donnerstag wie üblich mit dem Bus von der Arbeit nach Hause kam, traute er seinen Augen nicht, als er zufällig aufs Dach schaute. Obwohl bereits in der ganzen Welt die Spekulationen losgehen, ob es ein Junge, ein Mädchen oder sogar Zwillinge werden, ist Prinz Charles fest davon überzeugt, dass es ein Sohn wird. Noch am gleichen Tag kaufte er für ihn das erste Geschenk, ein Skateboard. Politiker haben wenig Zeit, unsere Show zu sehen, weil sie dauernd von einem Termin zum nächsten hetzen. Matthias Wissmann, Vorsitzender der Jungen Union, hat sich deswegen ein Drehbuch von unserer Sendung zuschicken lassen, weil er auch mal lachen möchte. In der vergangenen Woche ist der Sänger Harry Belafonte wegen seiner Hautfarbe aus einem österreichischen Nachtclub geflogen. Nach der Landung erklärte Paul Breitner, dass so etwas in Bayern unmöglich wäre. Bitte schön. Was soll das? Das ist ein Bier für dich. Ich kann doch kein Bier trinken. Ein Nachrichtensprecher kann doch kein Bier trinken. Ich kann über Katastrophen berichten, und über Atombomben und über Terroristen, aber ich kann doch kein Bier trinken. Nee, Moment mal. Dankeschön. Bitte. So, und jetzt ein Beitrag zum Thema Energiesparen. 1, 2 und 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2. Immer mehr Menschen leiden unter Stress. Manager, Politiker, Showmaster und Selbstständige arbeiten manchmal bis zu 16 Stunden am Tag. Um diesen Arbeitssüchtigen zu helfen, sind jetzt in der Bundesrepublik mehrere therapeutische Zentren eingerichtet worden. Ruhig, ganz ruhig. Herein. Guten Tag. Sind Sie der Therapeut gegen Arbeitswut? So ist es und herzlich willkommen. Nein, ich bin nur gekommen, um mich anzumelden. Ich habe heute noch keine Zeit. Ich habe eine dringende Besprechung. Ich finde, wenn Sie schon einmal hier sind, sollten wir auch gleich damit anfangen. Oh, ich glaube, das hier legen wir mal direkt Nein, zu den Akten. Und jetzt wollen wir uns von den materiellen Dingen dieser Erde befreien. Schauen Sie. Sie sind doch hier von Freunden umgeben. Das hier zum Beispiel ist Frau Schneewerding. Sie war Putzfrau.
7 Tage in der Woche, 3 Schichten am Tag und jetzt völlig geheilt. Das hier ist Herr Barstelmann. Er war Landwirt, arbeitete von morgens 4 bis nachts um 11. Nicht melken, Herr Barstelmann. Ich selber hatte damals ein Friseurgeschäft in der Bahnhofshalle. Wissen Sie, was das heißt? 16 Stunden am Tag. Die Leute frisieren, Haare schneiden, föhnen, waschen, legen. Aber seit einem Jahr habe auch ich keinen Kamm, keine Schere und kein Toupet mehr angefasst. Das schaffe ich nie. Schauen Sie, wir waren doch alle genauso Mischugge wie Sie als Geschäftsmann. Glauben Sie mir, ich kenne Ihren Lebenslauf. Schon im Kindergarten der Hellste, Klassenprimus, Abitur mit 1,0, dann die berühmte Blitzellenbogen-Karriere im Geschäftsleben und dabei die Familie vernachlässigt. Meine Frau hat mich verlassen. Sie hat es einfach nicht mehr ausgehalten. 2 Telefone im Schlafzimmer, ein Taschenrechner unterm Kopfkissen, ein Telex im Kleiderschrank und eine Kopiermaschine im Badezimmer. Ja, ich weiß, aber das gehört jetzt alles der Vergangenheit an. Schauen Sie, Sie müssen noch mal ganz von vorne anfangen. Therapie gegen Arbeitswut, guten Tag. Hallo? Ja, stellen Sie doch durch. Ah, Herr Oberstaatsanwalt. Nein, nein, nein. Damit ist Schluss jetzt. Jetzt ist nur noch Ruhe, 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 Ruhe. Sie werden sehen, nach 1, 2 Therapiestunden bei uns sind Sie ein völlig neuer Mensch. Befreit von Arbeitswut, Stress, Tier. Gehen Sie hier rechts rum. Sie werden doch nicht rauchen hier im Kino. Na, ich bin nicht Raucher. Und auch keine leere Bierdosen zurücklassen. Anna. Sie werden auch kein Kaugummi unter die Sitze kleben. Ach, wie werde ich? Auch nicht Ihre Beine mit den dreckigen Schuhen auf die Sitze vor Ihnen legen. Also wirklich nicht. Dann gehen Sie hier links rum. Die Präsentatorin der Astro-Show, Elisabeth Teché, zeigte diese Woche in einer Illustrierten, dass sie zwar keinen Buchholz mehr, dafür aber immer noch genügend Holz vor der Hütte hat. Am vergangenen verkaufsoffenen Sonnabend wurde in der Frankfurter Kaiserstraße ein Schuh-Selbstbedienungsladen eröffnet. Zwischen Innenminister Baum und dem ÖTV-Vorsitzenden Klunker kam es in der vergangenen Woche zu einem heftigen Krach, weil Klunker sich mit seinen 150 Kilogramm auf Baums Aktenkoffer gesetzt hat. Unzählige Hektar Baumbestand wurden auch in diesem Jahr wieder ein Opfer der Flammen. Um Waldbrände wirkungsvoll bekämpfen zu können, bat der Deutsche Forstverband Verteidigungsminister Apel um Unterstützung. Hier ein Hubschrauber der Bundeswehr bei einer Löschübung. Und jetzt einen Blick auf die Wetterlage. In Berlin herrscht augenblicklich ein Krawall tief. Ganz im Gegensatz zu Frankfurt, dort gab es in den letzten Wochen ein Polizei hoch. Aufnahmen! Polizei! Aufmachen, wollen Sie die Tür! Aufnahmen! An die Wand! Hammer da oben! Ist auseinander. Kannst du nicht einmal nach Hause kommen, ohne an deine Arbeit zu denken? Zu Gast in Deutschland sind auch hier bei uns im Studio der berühmte Magier aus Bagdad, Ali bin Meshuggah. Ga maar. Dan gooi je het naar links. Ga dan.
Ja, er wird ein ganz tolles Experiment machen heute Abend. Und wir möchten er kann nämlich Gedanken anderer Menschen lesen. Wir möchten jemand aus dem Publikum bitten, uns dabei zu helfen. Wer möchte? Ich bitte. Sie möchten? Ja, bitte kommen Sie da, bitte hier rauf. Er hat hier einen Umschlag bei sich und dieser Umschlag spielt heute Abend eine ganz große, wichtige Rolle. Guten Abend, Frau... Pichler. Aus Frankfurt. Aus Frankfurt. Ja, wir haben eine Bitte. Er kann Ihre Gedanken lesen. Denken Sie jetzt bitte ganz stark an einen berühmten Politiker. Denken Sie an... Regen. Nee, nicht sagen. Denken. Denken Sie jetzt nicht an Regen, aber... Politiker, ja? Konzentrieren Sie sich. Denken Sie, haben Sie Namen? Denken Sie ganz stark. Ganz stark. Ja? Die Welle, hier. So, rüber. Zu Ihnen. Ich glaube, er hat's. Ja. Er muss es haben. Bitte, hier ist drin ein Foto von diesem berühmten Politiker, an dem Sie gedacht haben. Nennen Sie jetzt den Namen von diesem Politiker. Der Hans Dietrich. Welcher Hans Dietrich? Genscher. Genscher. Ist hier drin. Ja? Wollen wir schauen. Und tatsächlich, meine Damen und Herren, hier ist ein Foto von Hans Dietrich Genscher, als er 3 Monate alt war. Dankeschön. Kallemala. Was sitzt ihr hier rum? Komm, an die Arbeit. Ich will, dass der Zug in einer halben Stunde so aussieht, wie es unsere Fahrgäste gewohnt sind. Und wie jede Woche wieder unser Kaffeetest A, B oder C. Testpersonen sind heute das Ehepaar Kramm aus Heilbronn. Wer möchte zuerst? Herr Kramm? Bitte sehr. Wir werden Ihnen jetzt die Augen verbinden und Sie haben 1 Minute Zeit, um herauszufinden, welcher ist unser Kaffee. Bitte testen Sie. Der Pressesprecher des Weltfußballverbandes teilte vor kurzem mit, dass sein Vorstand überlegt, Küsse und Umarmungen nach einem Tor zu untersagen. Die beiden Schirmherren des russischen und des DDR-Fußballverbandes Brezhnev und Honecker zeigten dagegen auf einer Pressekonferenz, dass kleine Zärtlichkeiten wie das Austauschen eines Kaugummis weiterhin erlaubt bleiben. Wie aus gut informierten Kreisen verlautet, plant die Bundesregierung insgeheim neue Steuererhöhungen. Das war kein Lachen. Moment. Da lacht einer. Wo? Verkehrsminister Volker Hauff hat der Bundesregierung mehrere Pläne zum Energiesparen vorgelegt. Eine davon sieht vor, wie man die Autofahrer dazu bewegen könnte, Fahrgemeinschaften zu bilden. Nicht nur die Fahrer selbst, sondern auch die Mitfahrer sollen demnächst in den Genuss der Kilometerpauschale kommen. – 27 Leute waren da in dem Wagen. Auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien ist in der vergangenen Nacht der Vulkan Etna erneut ausgebrochen. Dazu bekannte sich eine bisher unbekannte terroristische Vereinigung mit dem Namen Martini Rosso, auf Deutsch Rote Bande. Zu diesem Ausbruch der heutige Kommentar von Christian Berg vom Westdeutschen Rundfunk.
Strenge Sicherheitsvorkehrungen machen Banküberfälle immer schwieriger. Viele Kriminelle verlegen daher ihre Aktivitäten auf Postämter. Hier ein Beispiel aus Hamburg-Altona. Brauchen Sie eine Quittung? Nein, danke. Was heißt das? Dies ist ein Überfall. Dies ist ein Geht das als normales oder als Glückwunschtelegramm? So, und So, Rudi, sag mal, ich wollte dich immer schon fragen, du hast so viele Gags drauf, du kennst so viele Witze. Woher hast du die eigentlich alle? ja, bitte die blöd, ey. Komm, sag doch Ja, mal. erzähl ich dir. Ja, morgen doet de große Showmeister. Ja. Nein, ehrlich, komm, bleib unter uns. Nou, okay, was du gut bist, komm, ich zeig's dir. Hier, mein rotes Buch, hier. Die besten Witze der Welt, in diesem kleinen Büchlein. Da drin. Gut, Oh, ne? Mensch, sag mal, kannst du mir das nicht mal leihen? Rudi, Tauschen, ja. tauschen, wogegen denn? Ah, ich habe gehört, du hast so viele Freundinnen. Und hier hast du auch ein kleines Büchlein. Da stehen hunderte Namen von Mädchen und Telefonnummern drin. Oh, das meinst du? Ja, Das stimmt. also, wenn du willst. Das sind über 200 der schönsten Mädchen von ganz Deutschland. Ja, und hier 1000 de schönste Witze. Also, wenn wir jetzt tauschen. Okay, hier. Ja, okay, hier Ja. du. Ja, ich sta gucken. Was haben wir da? Die Marliese und die Erna und die Mimi und die Anke und die... Oh, ey. Toll. Weißt du, erzählst du ein paar Witze aus meinem Büchlein, dann gehe ich ihm anrufen. Ja, ey. Sag mal. Kommt ein Skelett zum Arzt, sagt der Arzt, da hätten Sie aber ein bisschen eher kommen müssen. Beschwert sich der Gast, Herr Ober, in meiner Suppe ist eine Fliege. Darauf der Ober, keine Bange, mein Herr, das Tierchen isst nicht viel. Da hat der Karel mir ein Buch gegeben, da stehen die ältesten Witze der Menschheit drin. Rudi, du hast mich aber ganz schön angeschmiert. Und du mich in etwa nicht? Hier, bitte. Hast nur die eine falsche Seite erwischt. Ja, weißt du? das Die ist anderen waren prima. So, guten Abend. Ja, ich möchte Sie am liebsten einladen, jetzt nur die Show weiter zu verfolgen. Da ist voll im Publikum. Ich habe noch Platz im Kommentartisch. Kommen Sie bitte mit. Ja, kommen Sie. So, dann können Sie es hier auch sehen. Bitte sehr, nehmen Sie Platz. Dankeschön. So, bitte. So können Sie ruhig die Show sehen. Ne? Ja, aber bitte kein Kommentar. Ne? Okay. So. Na, machen wir gleich wieder weiter mit den Nachrichten. Frankfurt. Das umstrittene Projekt Stadtbahn West bewegt noch immer die Gemüter. Die Frankfurter Flughafengesellschaft lässt keinen Trick aus, um die Bevölkerung von der Notwendigkeit einer neuen, längeren Stadtbahn zu überzeugen. London. Die wirtschaftliche Lage in England verschlechtert sich von Tag zu Tag. Bei der diesjährigen Eröffnung des englischen Parlaments konnte man an Königin Elisabeth deutlich sehen, wie arm England dran ist. My government attached the utmost importance in maintaining progress in reducing inflation. Mal wieder ein Nichtlacher vom Band. In der letzten Woche fand in Hamburg der CDU-Parteitag statt. Während im Sitzungssaal in aller Offenheit mit den eingeladenen Jugendlichen diskutiert wurde, ging hinter den Kulissen die Diskussion um den Kanzlerkandidaten weiter. So, das war es dann wieder für Moment, ich möchte, das ist doch Schluss jetzt. Nein, Rudi, ich dachte, wir wollten immer so ein bisschen up-to-date sein, hast du doch gesagt, ja? Ja. Dann haben wir noch einen auf Lager. Oh ja, Moment. Ich weiß nicht.
Ah, ja, natürlich. Aber der braucht keine Ansage. Ich hätte gerne die Nummer von Cape Kennedy. Ja, da wo die Raketen gestartet werden. Ja, die Vorwahl habe ich. Ja, ich notiere. 1098, ja, 7654 3210. Ja. Ja, war gerade ein Anruf. Die Kaffeefirma hat sich beschwert, dass wir Werbung gemacht haben über eine Marke und nicht über seine Marke. Das können wir noch eben ändern, nicht? Wollen wir es eben ändern? Ja, okay, machen wir eben Werbung für die andere Kaffeefirma. Okay. Genau, Jakobscafé. Ja. Bin ich wieder So, wir haben Ihnen bei der ersten Show gezeigt, so Sachen, die schief gingen, die bei den Dreharbeiten. Da sind wieder ein paar Wochen vergangen und da ging auch einiges schief. Und das möchten wir Ihnen am Schluss dieser Show mal zeigen. Diese verfluchten Requisiten, das Scheißzeug. Daneben. Warte mal, ich mach noch schnell die Tür auf und guck ihn mir an. ...153 Gefälschte. Meine Damen und Herren, wir haben noch ein paar Sekunden Zeit und wir haben noch kein Fernsehprogramm parodiert. Das können wir noch eben machen. Wollen wir was bin ich machen? Ja. Ja. Heute Abend hat Lemke einen ganz besonderen Ehrengast. Bitte die Masken aufsetzen. Ja, aufsetzen. Ja. Ja, so, jetzt ich. Okay. Bitte, Robert. Ja, und Sie sind auch so nett und machen eine Handbewegung.